werden wir ganz viel über gesunde Ernährung erfahren und vor allen Dingen werden wir erfahren, dass Fett zu Unrecht verteufelt wird. Bei uns ist die renommierte Ernährungsmedizinerin Dr. Anne Fleck und ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich deshalb, Frau Dr. Fleck, weil ich natürlich hoffe oder mir erhoffe von diesem Gespräch, dass Sie mir und allen anderen hier im Publikum und an dem Fernsehbildschirm, die so gern fettig essen, wie ich das tue, die Absolution erteilen und sagen, ihr müsst nie wieder ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr fettig esst. Ist das so? Ist Fett grundsätzlich zu Unrecht verurteilt? Fett ist wirklich freigesprochen. Man muss aber ganz klar sagen, es gibt gutes Fett, das sogar Krankheiten heilen kann und vorbeugen kann, und es gibt Fett, das killt. Aber, und das ist das Schöne, dass die Wissenschaft das echt belegt hat, dass Fett außer den Transfetten aus Frittiertem, aus Fertiggerichten... Ach, die sind nicht gut, das ist klar. Das sind ist jetzt nicht schade. so prickelnd. Da hat sie große Hoffnung, ehrlich gesagt. Und die Kombination von Fetten. Also zum Beispiel, wenn man Fett mit Kohlenhydraten kombiniert. Was ja sehr lecker ist. Ja, Brot, dann schließt das Kohlenhydrat die Zelle auf und drückt alle Nährstoffe in die Zelle. Würde man stattdessen ein Stück Butter, angeblich hat Helmut Kohl gern Butter gegessen, also hat mir mal jemand erzählt. Auch in Stresssituationen besonders. Ja. 70%, 80% unseres Gehirns besteht ja aus Fett. Deswegen sagen Sie, dass Fett schlau macht, ja? Fett macht schlau, schlank, glücklich. Schlank hat bei Helmut Kohl nicht funktioniert. Nee. Bei mir auch nicht. Aber überlegen Sie mal, ob Sie Fett essen und dann doch noch viel Kohlenhydrat dazu. Was ist die Empfehlung, die Butter pur zu essen, ohne das Brot? Nicht so, aber zum Beispiel die Sherpas trinken ja zum Frühstück den Kaffee mit Butter. Ja, das habe ich mal probiert. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. Es ist gewöhnungsbedürftig. Aber das Fett geht dann sofort in den Blutkreislauf und sitzt dann nicht wie ein Muffin sozusagen am Bauch. Warum macht Fett denn schlau, habe ich jetzt verstanden schon so einigermaßen, aber warum macht es schlank? Das ist auch eine These in Ihrem Buch. Man hört ja immer, man soll Fett vermeiden, wenn man abnehmen möchte zum Beispiel. Das ist ja eigentlich ein grausamer historischer Irrtum, dass eine nie korrekt bewiesene Hypothese uns diesen Irrtum eingepflanzt hat. Also da sind die Politiker draufgesprungen, die Leitlinien draufgesprungen, die Medien waren infiziert, man hat sich verrannt, man kam nicht mehr zurück. Jetzt sind wir wieder schuld. Nein. Also, ja. Und dann ist die Lebensmittelindustrie auf den Zug aufgesprungen. Und so haben wir die letzten 70 Jahre überall Fettarmprodukte bekommen. Stattdessen wurde Zucker das neue Fett, um Geschmack zu geben und Produkte haltbarer zu machen. Und jetzt, erst so seit 2-3 Jahren, gibt es neue Leitlinien in Kanada beispielsweise, die ganz fortschrittlich sagen, Leute, das Fett ist rehabilitiert, die einfachen, die mehrfach ungesättigten, ja sogar die gesättigten Fette aus der Butter zum Beispiel. Ein herzliches Dankeschön nach Bremen für dieses Video, das wir uns da genüsslich reingezogen haben. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der neuen Sendung auf QS24 zum Thema Gesundheit. Und verteufeln wir die Fette zu Unrecht, oder wie es so heute geheißen hat, Fett hat einen Freispruch erhalten. So, damit begrüße ich dich, lieber Fabrizio Buhri aus der Goldmühle aus Aus Rankweil, Österreich. Herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung, sehr Alexander. Gerne, sehr gerne. Du hast das Video gesehen, diese berühmte Dame, die Dr. Anne Fleck, Entschuldigung. Ei. Genau. Sie hat ja sehr viele Bücher darüber geschrieben und gutes recherchiertes Material auch da drin veröffentlicht, die Wissenschaft zitiert, und die Wissenschaft ist da ganz klar und eindeutig zum Punkt gekommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genießen Sie das Fett, genießen Sie das Öl, essen Sie es genüsslich, schneiden Sie es nicht weg, sind Sie nicht sparsam damit. Fett ist gesund, Fett macht schlank und Fett ist dazu da, unsere Hirnaktivitäten auf ein bestmögliches Niveau zu halten. Und wie ich von einer anderen Universität gehört habe, die beste Alzheimer- und Demenzprävention Nummer 1, runter mit den Kohlenhydraten, rauf mit den Fetten. So, eindrücklich, hä? Absolut richtig. Also, ich möchte die Zuschauer auch noch darauf hinweisen, wir haben 2 unglaublich tolle Sendungen gemacht mit unserem Gast Fabrizio Buhri. Wenn Sie die gerne nochmals anschauen möchten, dann gehen Sie bitte auf unseren YouTube-Kanal quantisana.tv/QS24.
Schauen Sie dort diese 2 Sendungen nochmals drauf an, weil es so vieles Wissenswertes gibt. Über Omega-3, 6, 9, über Transfette, über mehrfach gesättigte und ungesättigte Fette. Habe ich was vergessen? Kaltgepresst, was bedeutet kaltgepresst? Oh Himmel, Gottes Willen, das war wieder eine ganz tiefe Überraschung. Nicht jedes kaltgepresste Öl, was kaltgepresst draufsteht, ist ein kaltgepresstes. Nach unserer Definition und Vorstellung, oder? Genau, was kaltgepresst bedeutet. Das heißt also, es muss kaltgepresst sein, dass keine Vitalstoffe verbrennen. Heißt natürlich auch eine große Düse, viel mehr Material, was man braucht. Wenig Geschwindigkeit. Wenig Geschwindigkeit und dann hat man ein hochwertiges Öl. So, ich möchte mit dir mal darüber reden heute, anschließend an dieses Video, welches Öl. Also wenn ich da irgendwo in einem Laden bin und 30 verschiedene Öle sehe, ich weiß ja gar nicht, auf was ich achten sollte. Kannst du mir da mal ein bisschen helfen und sagen als Fachmann, welche Öle darf ich in den nächsten 6 Monaten zum Beispiel einfach mir mal genüsslich zuführen? Was sind deine Favoriten? Also subjektiv gesehen ist natürlich eine Abwechslung das Wichtige. Also zu sagen jetzt, ich nehme ein Leinöl und nur Leinöl ist sicher nicht der richtige Ansatz, sondern wie erwähnt die Abwechslung verschiedenster hochwertiger Öle, insbesondere mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren wäre vorteilhaft. Meine Favoriten sind da ganz klar das Leinöl, das Hanfsamenöl, Schwarzkümmelöl und vielleicht zwischendurch mal für die Kulinarik noch ein Walnussöl. Okay. Fangen wir nochmal an. Hanföl und Leinsamenöl, hast du in einer anderen Sendung mir erklärt, hat sehr einen hohen Anteil an Omega-3. Richtig. Gut, das heißt, es ist entzündungshemmend, das heißt, es ist gut für mich, sehr gut für mich. Ist das der Grund, warum du diese 2 Öle jetzt gerade empfohlen hast? Für die entzündungshemmende Zuführung von hohen Omega-3. Weil natürlich Entzündungen im Körper zu verschiedensten Krankheiten, speziell im Alter, führen können. Das sind diverse Hirnerkrankungen, aber auch Erkrankungen, die mit dem Leber, mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun haben oder mit dem Magen-Darm-Trakt. Diese Erkrankungen, dauerhaften Beschwerden, vielfach auch chronisch, werden einfach den Entzündungen zugeschrieben. Entzündungen, die sich im Laufe des Lebens aufbauen. Das spüren vielleicht Mitte 30-Jährige noch nicht so, aber irgendwann mal zeigt das der Körper. Ja, das wissen wir auch aus der ganzen Zuckerindustrie und allen Kohlenhydrate, was letztendlich immer zu einem Elektronenmangel hinführt, also zu einer Entzündungsförderung. Richtig. Und wenn wir uns hemmende Sachen zuführen, ist ja die Logik sagt schon alleine, oder? Es da habe ich halt schon Ausgleich, ja, genau, genau. Und sind das diese 2 Öle, die übermäßig mit Omega-3? Richtig. Also das Leinöl ist generell das Öl mit dem höchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Das Hanföl hat den Vorteil, dass es zusätzlich noch Omega-6-Fettsäuren in sich hat. Insbesondere brauchen wir die Omega-6-Fettsäuren, weil es immer heißt, Omega-6 führen wir uns auch über andere Nahrungsmittel zu. Speziell diese Omega-6-Fettsäuren ist natürlich bekannt für die Linolensäure, die natürlich für eine schnellere Wundheilung zum Beispiel verantwortlich ist. Wichtig ist bei der Omega-6-Fettsäure, dass sie im richtigen Verhältnis zur Omega-3-Fettsäure genommen wird. Beim Hanföl haben wir generell, viele nennen das Hanföl das wertvollste Öl der Welt, weil es das einzige Öl ist mit dem idealen Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6. Da haben wir ein Verhältnis von 3:1. Nehme ich jetzt zusätzlich noch das Leinöl ein, das nur Omega-3-Fettsäuren hat, kriege ich ein Verhältnis, kombiniert aus den 2 Ölen, von 5:1. Ist natürlich der Idealfall. Super, okay. Dann hast du noch als weitere Variante das Schwarzkümmel erwähnt. Und da kenne ich eigentlich nur ein Zitat. Ich glaube, der Prophet Mohammed? Nein, ich wollte den Tutanchamun, der Pharao. Als man ihn gefunden hat im Grab, hatte er ein Schwarzkümmelöl bei sich. Okay. Ja, und in der ägyptischen Saga sagt man, Schwarzkümmelöl heilt jede Krankheit außer den Tod.
Ja, okay. Und was sagt man beim Mohammed? Dasselbe. Ach, genau ja. dasselbe, richtig. Ja, nicht Okay, schlecht. dann waren die Ägypter zuerst. Okay, gut. Was ist im Schwarzkümmelöl denn so Besonderes? Weil geschmacklich muss ich sagen, ich habe es einmal über das Gemüse gelernt, dann nie wieder. Das muss man pur essen. Empfehlen wir auch. Ja. Also das Schwarzkümmelöl kulinarisch ist relativ schwierig einzubinden. Ich habe schon teilweise Versuche dann gemacht für Kunden, die zu uns kommen sind, also Kneipvereine und so weiter. Da haben wir dann teilweise auch schon Degustationen gemacht. Da haben wir beispielsweise zu Kartoffeln an Magerquark genommen und ein bisschen Schwarzkümmelöl vorsichtig dazu, zu einer Menge anderen Gewürze und da geht's dann, oder? Also da ist es im Rahmen, oder teilweise auch Lammgerichte und so weiter, also Gerichte, die hier in die arabische Küche gehen, Schwarzkümmel, aber bei uns, in unseren Breitengraden, die typischen Küchen eher schwierig. Also ich empfehle auch auf nüchternen Magen einen Teelöffel pur. Und so schmeckt es lecker, total lecker. Absolut. Aber wie gesagt, nicht über den Brokkoli oder so. Nicht, das würde ich auch nicht. Was ist denn im Schwarzkümmelöl das Besondere? Das weiß ich gar nicht. Grundsätzlich der hohe Anteil an ätherischen Öle, der sich drin befindet. Also Schwarzkümmelöl hat ja eine Vielfalt. Ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen, aber weit über 2000 verschiedene Inhaltsstoffe und ätherische Öle, die da drinnen enthalten sind. Okay, das ist sehr spannend, weil wir hatten auch schon mal eine Sendung gemacht über ätherische Öle von einem Anbieter. Da waren ganz, ganz viele Öle genannt worden, aber ich habe nie was von Schwarzkümmel gehört. Aber wenn du sagst, das ist ein Konzentrat von verschiedensten Stoffen, dann ist das schon etwas ganz Besonderes. Könnte man doch wahrscheinlich auch über einen Kaltdiffuser in die Raumluft abgeben, oder? Würde ich jetzt auch weniger, oder? Schade, ja. Wir haben ja, grundsätzlich ist es ja ein Öl, ein Pflanzenöl. Ja. Ein Öl, das auch einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren mit sich bringt, eben mit zusätzlich einem hohen Anteil an ätherischen Ölen. Das ist die Ursache für diesen enorm starken Geschmack, den du angesprochen hast. Deshalb ist ja auch das Öl relativ gewöhnungsbedürftig oder kaum in der Kulinarik einzusetzen. Und ja auch eins der teuersten Öle überhaupt. Eins der teuersten Öle. Gut, da ist jetzt auch wieder zu differenzieren, woher kommt der Samen. Es wird natürlich Schwarzkümmel angebaut im Sudan, im Iran, vielfach auch in der Türkei beispielsweise. Und der türkische Schwarzkümmel hat eben viele dieser Inhaltsstoffe und ätherische Öle nicht, wie es zum Beispiel der ägyptische hat. Oder? Weil es artfremd ist, dort sollte es gar nicht wachsen. So ist es. Also ganz klar gesagt, ein Schwarzkümmel, also unser Schwarzkümmel, den wir verarbeiten, muss tatsächlich aus Ägypten kommen. Das muss bis zum Bauer zurückverfolgbar sein, zum Landwirt, muss natürlich biozertifiziert sein, oder also sämtliche mikrobiologischen Untersuchungen standhalten. Das ist jetzt im Prinzip im Schwarzkümmel der einzige Nachteil für uns, dass wir nicht selbst den Landwirt dort besuchen können, weil er einfach für uns nicht in Europa erreichbar ist. Aber wir haben einen langjährigen Partner, der in Ägypten mit diesen Landwirten zusammenarbeitet und dort höchste Qualität an Samen uns beschaffen kann. Man muss jetzt aber auch unterscheiden, oder? Wenn ich heute einen original ägyptischen Schwarzkümmel, übrigens in der Fachsprache Nigella sativa genannt, aus der Türkei beziehe, würde ich für die Tonne zwischen 2.500 und 3.000 Euro bezahlen. Wenn ich heute einen Schwarzkümmelsamen biologisch bis zum Bauer zurückverfolgbar aus Ägypten beziehe, zahle ich bis zu 12.000 Euro die Tonne. 4-mal mehr. Das ist der Wahnsinn. Also darum ist auch das Schwarzkümmelöl mit Abstand das teuerste Öl aus unserem Sortiment. Und wir haben gesagt, für uns kommt nichts anderes in Frage. Leute, die ein Schwarzkümmelöl einnehmen, nehmen sie ja nicht aus dem kulinarischen Hintergrund, das hatten wir ja, sondern die machen das ja aus einem bestimmten Grund. Also einerseits sagt man dem Schwarzkümmelöl eine enorm gesundheitsfördernde Wirkung nach.
Und andererseits ist das Schwarzkümmelöl ideal für alle diejenigen, die mit Allergien zu kämpfen haben, insbesondere mit Allergien, die sich auf die Atemwege negativ auswirken. Da reden wir von Hausstauballergie, Pollenallergie zum Beispiel. Wir hatten da wirklich die Erfahrung gemacht mit Kunden, also das sind Rückmeldungen, die wir erhalten haben, speziell jetzt eine Geschichte, an die kann ich mich besonders erinnern. Der hat gesagt, er hat eine Pollenallergie und er muss sich extrem hochdosiert jedes Frühjahr Cortison spritzen lassen. Jetzt hat er angefangen mit einer Schwarzkümmelkur und zwar schon im Dezember, also bevor der Pollenflug beginnt. Der war ganz überrascht, kommt zu mir und sagt, Fabrizio, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich brauchte heuer nur noch 20% der ursprünglichen Dosis an Cortison. Also der konnte sich 80% Cortison, Gift, sparen durch die regelmäßige Einnahme von Schwarzkümmelöl. Und wie gesagt, dort ist uns einfach wichtig, dass die Leute, die die Konsequenz aufbringen und regelmäßig das Schwarzkümmelöl einnehmen, also empfohlen wird von unserer Seite täglich ein Teelöffel, dass es auch wirklich aus dem Schwarzkümmel gepresst wird, der die entsprechend gesundheitsfördernde Wirkung hat. Und die hat, wie erwähnt, nur der ägyptische. Und das kommt daher, dass in Ägypten einfach die ideale Bodenbeschaffenheit und das ideale Klima für den Wachstum des Schwarzkümmels herrscht. Ja, verstehe das, ja. Verstehe das. Wenn ich sage, du kannst ja Nigella sativa aus der Türkei beziehen, das geht ganz einfach. Ich nehme heute den original ägyptischen Schwarzkümmel, also die Nigella sativa, kultiviere sie in der Türkei und habe immer noch eine Nigella sativa. Aber ich habe nur mal denselben Schwarzkümmel. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel her. Ich gehe nach Süditalien, ernte dort eine Tomate und mache eine Tomatensauce. Ich nehme den Samen mit, setze sie bei mir in Rankwall in den Garten, ernte diese Tomate, im nächsten Jahr dann habe ich noch dieselbe Sorte. Aber ich habe nicht mehr dieselbe Tomate, weil einfach unser Klima, unsere Bodenbeschaffenheit ganz andere ist. Interessant, das auch mal zu sagen. Jetzt haben wir also das Leinsamen gesagt, wir haben das Hanf gesagt, wir haben das Schwarzkrümel. Du hast noch zwei erwähnt, ich habe den Namen vergessen. Das Walnussöl empfehle ich, wenn es jetzt um die Kulinarik geht, sehr gerne. Nussig also einerseits das fein Nussige. Ganz wichtig ist auch vielfach Öle, die man im Handel erhält, also speziell Nussöle, werden die Nüsse im Vorfeld geröstet. Also bei uns sind dann hat man mehr Geschmack, oder? Natürlich, sie werden geschmacksintensiver, du hast die feinen Röstaromen dabei, absolut, also kulinarisches Argument. Aber ich mache natürlich durch eine Röstung wiederum Inhaltsstoffe kaputt. Und bei uns geht es in erster Linie wirklich, also die Öle sollten natürlich schmecken, aber geht es um den Erhalt der Inhaltsstoffe. Und deshalb sind manche, die das erste Mal unser Walnussöl probieren, etwas irritiert, weil es sehr milde schmeckt. Okay. Aber auch hier ist es wieder ganz wichtig, woher kommen die Nüsse? Also wir hatten ganz zu Beginn, als wir uns für eine Walnusssorte, für einen Lieferanten entscheiden mussten, die Auswahl zwischen, ich glaube, 12 Lieferanten und 20 Anbaugebiete. Und wir haben uns jetzt wirklich für eine europäische, helle Variante entschieden. Empfohlen wurde uns seitens der Händler eigentlich eine dunkle Bäcker- und Ölqualität, nennt man das. Also das heißt eine dritte Wahl. Wir haben einfach festgestellt, dass ich bei der dritten Wahl wesentlich mehr unangenehme Bitterstoffe drin habe. Bitterstoffe, die dann auch auf der Zunge sehr unangenehm zum Vorschein kommen. Und die helle Studentenfutterqualität nenne ich sie, also Studentenfutterqualität deshalb, das sind die schön aufbereiteten, durchsichtigen Tüten, die es im Handel gibt, mit den Nüssen drinnen, also 1A-Qualität, hell und europäisches Anbaugebiet. Das sind einfach subjektiv empfunden und auch die Rückmeldung unserer Kunden das Beste, die sind die besten Nüsse zur Ölverarbeitung. Okay. Angenehm, mild im Geschmack und trotzdem kommt die Nuss, aber erst im Abgang natürlich, oder? Aber jetzt haben wir wieder was Neues noch gelernt, das jetzt auch ganz wichtig war, geröstet oder eben nicht geröstet zu achten. Das eine ist gut, das sind beide gut, nur das eine hat mehr Geschmack.
und das andere hat mehr Gesundheit drin. Also ganz klar, wenn mich heute ein Koch fragt, was soll ich ans Salat für etwas, das schmecken muss, das intensiv ist, empfehle ich das Geröstete. Ist ganz klar. verständlich. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte etwas für meine Gesundheit tun, Gesundheit präventiv insbesondere, dann empfehle ich natürlich nur ein Öl, bei dem die Samen vorher nicht geröstet wurden. Ich habe noch ein Öl gesehen bei dir, es hat auch so eine interessante Geschichte dahinter und es ist auch ein sehr teures Öl, das Arganöl. Arganöl ist ein Öl, auf das ich eigentlich selten näher drauf eingehe, weil es ein Öl ist, das wir selber nicht herstellen dürfen. Das Arganöl ist ein Öl, also der Arganbaum selber, die Arganmandeln oder Argannüsse wachsen ja nur in Marokko. Das sind Nüsse, die haben die härteste Schale überhaupt. Und die Berberfrauen aus Marokko können mit schweren Steinen diese Nüsse öffnen. Es gibt bis heute keine einzige Maschine, die in der Lage ist, diese Nüsse zu öffnen. Und das macht natürlich den ganzen Prozess sehr, sehr aufwendig und weil einfach sehr viel Arbeit dahinter steckt. Aber ich habe noch etwas gelesen bei Wikipedia, dass das eigentlich Ziegen sind, die das essen. Diese Nüsse. Es gibt Varianten, aber... nicht alle Arganöl werden von den Ziegen gegessen, ausgeschieden und dann nimmt man diesen Kot und macht die Öle draus. So steht es in Wikipedia. Nein, nicht jedes, nein. Also, ist das eine spezielle Sorte? Teilweise. Also ich habe das selbst auch schon gehört. Wir selbst, als wir unten waren und uns überzeugt haben, da haben wir keine Ziegen gefunden. Also die Nüsse, die wurden vom Boden aufgelesen, von diesen sogenannten Berberfrauen, wurde auch mittels Steinen geöffnet und dann werden sie gepresst, wie wir das pressen, also sprich mit sogenannten Schneckenpressen. Es gibt ja die Variante, wo die Berberfrauen das Ganze von Hand machen, ist natürlich in der heutigen Zeit schon aus hygienischen Gründen so nicht mehr möglich, gerade Öle, die importiert werden. Das Problem, wir würden ja sehr gerne Arganöl auch selbst herstellen, wir würden auch problemlos die Nüsse bekommen, aber es gibt mit Marokko einfach ein Gentleman Agreement, wir nehmen diesen Berberfrauen nicht die Lebensgrundlage weg. Wow. Und also nicht mit uns generell, es ist im Prinzip uns westlichen Ländern untersagt, Öle herzustellen und in Umlauf zu bringen, sprich zu verkaufen. Vielen Dank auch für diese Einleitung. Also dann fassen wir nochmals zusammen. Wenn wir den Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen was Gutes empfehlen möchten, dann ist es einfach mal prima, erhöhen Sie Ihren Fettkonsum, genießen Sie Fette, essen Sie Fette, schauen Sie einfach darauf, dass sie kaltgepresst sind. Und wirklich kaltgepresst sind, wissen Sie es eigentlich erst, wenn Sie mal irgendwo eine Mühle besucht haben, eine Goldmühle besucht haben, vielleicht auch bei dir in Rankweil. Herzlich gern, ja. Ja, da kann man das mal anschauen, sich detailliert erklären lassen und man sieht einfach, dass die Vitalstoffe, die eigentlich drin sein müssten, auch wirklich drin sind, weil es nicht verbrannt ist, weil man einfach zu viel Druck ausübt oder eben die Düse zu klein hält. Ja? Dann haben wir zu hohe Temperaturen. Gut, dann können Sie auch an dieser Stelle gleich mal testen, will ich mal etwas geröstet oder etwas nicht geröstet und dann mal den Geschmacksunterschied anschauen. Alles möglich bei dir? Selbstverständlich. Gut. Vorsichtig haben wir gehört, aus den anderen Sendungen zu sein, wenn wir im Großhandel Öle kaufen, weil man einfach nicht sicher sein kann, dass das, was draufsteht, auch wirklich drin ist. Denn sehr viele Öle können durch den Pressvorgang mutieren zu Transfetten. Absolut richtig. Und das, was man eigentlich gerne haben möchte, kriegt man dann letztendlich nicht, außer dass man Öl gekauft hat für wenig Geld, aber eigentlich nichts mehr drin ist. Also so ist es. Das, was wir aus der Wissenschaft her wissen, dass hochwertige Öle sehr gesund sind, haben wir eigentlich dann nicht. Das merkt man ja auch schon daran, dass Leute sagen, ja, ich habe schon jetzt 3-mal Alleinöl gekauft, ist ja egal wo, und sagen, ich habe aber nichts gespürt. Ja, ganz klar, wenn nichts mehr drin ist, kann ich nichts mehr spüren. Gut, nichts mehr drin ist und das andere ist, gerade bei Omega-3-lastigen
dass sie sehr schnell oxidieren. Das heißt, wirklich eine dunkle Flasche muss es sein, man muss es in den Kühlschrank stellen und irgendwo hochwertige Öle wie bei dir innerhalb von 6 Monaten auch zu konsumieren. Jetzt im Speziellen das Leinöl, oder? Also Hanf und so weiter, da haben wir 1,5 Jahre Haltbarkeit aufgrund der dunklen Flasche, aber Leinöl im Speziellen haben wir nur die 6 Monate. Und da empfehle ich den Kunden auch immer wieder, lieber mal zu einer kleineren Flasche greifen und dafür wirklich auch in dieser Zeit aufbrauchen. Wir haben noch nichts über Kokosöl gesagt, weil auch da weiß man ja aus der Wissenschaftsszenerie heraus, dass Kokosöl unglaublich wertvoll ist. Absolut. Das hast du auch. Kokosöl stellen wir auch selbst her bei uns in Rankweil. Kokosöl ist das einzige Öl aus unserem Sortiment, das wir zum Braten, Backen, Kochen hernehmen können. Es ist ein Öl mit einem überwiegenden Anteil an gesättigten Fetten. Fettsäuren, aber wir reden hier von mittelkettigen Fettsäuren. Das heißt, diese mittelkettigen Fettsäuren, also sprich gesättigt, mittelkettig, haben die Eigenschaft, dass sie sich nicht in den Zellwänden ablagern. Das heißt, sie dienen als Energielieferant für den Körper. Ja. Davon gibt es eigentlich 3 bekannte, das ist das Kokosöl. Wir haben das Palmkernöl, nicht zu verwechseln mit Palmfett, und das hochwertige Butterfett, wenn man jetzt auf tierisches nicht ganz verzichten möchte. Okay, ganz spannend. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich durfte sogar mal ein Fondue Chinoise essen bei unserem Gast hier und der hat doch tatsächlich das nicht in einer Suppe gemacht, sondern im hochwertigen Kokosöl. Und das war ja eigentlich schon sehr überraschend, wie wir das Fleisch da getunkt haben in diesem hochwertigen heißen Öl. Toll war's. Ja, danke schön. Na, das war ein ich habe den Abend auch in toller Erinnerung. Ja, das müssen wir mal wiederholen. Absolut. Gut. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht, diese Sendung. Und wir haben Ihnen ein paar hochwertige, tolle, interessante, gesundheitsförderliche Öle empfehlen dürfen. Palmkernöl haben wir gehört, wir haben Leinsamen gehört, wir haben das Hanföl gehört, das Schwarzkümelöl und zwischendurch mal ein Walnussöl und selbstverständlich das Kokosöl. Integrieren Sie das bitte in Ihr tägliches Leben und sehen Sie einfach, wie es Ihnen besser geht, wie Sie mehr Energie haben, Power haben, satt sind, wie Sie gesund sind und Entzündungsherde im Körper Verbesserungen erlangen dürfen. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.